Ja, wir waren ja eigentlich schon immer ein Sägewerk. Irgendwo haben wir dann festgestellt, dass die Weiterverarbeitung auf diesem Standort in Tragwein forciert wird. Haben das Sägewerk in Tragwein geschlossen 1999 und haben diesen Fehler jetzt 2020, muss man dazu sagen, wieder korrigiert und haben Summerau wieder auf die grüne Wiese gestellt. Ja. Also wir sind da beim neuen Standort der Holzindustrie Herbert Handlos, hier in Summerau im nördlichen Mühlviertel angesiedelt. Wir haben da am Standort ein nagelneues Sägewerk mit einer Einschnittkapazität von ungefähr 650.000 Festmeter im Jahr, mit einer Trockenkapazität von aktuell ungefähr 120.000 Kubikmeter im Jahr. Timbertech, wir haben das Timbertech in Tragwein ja schon sehr lange im Einsatz, ja, haben uns dann mit der neuen Version für das Sägewerk, für die neueste Version vom Timbertech entschieden, haben dann eine gewisse Zeit parallel gearbeitet und letztes Jahr im Sommer sind wir dann auch in der Verarbeitung in Tragwein und Pregarten im Werk auf die neueste Timbertech-Version umgestiegen. Die Betriebsfläche hier in Summerau sind ca. 14 Hektar. Am Standort in Summerau produzieren wir aktuell hauptsächlich Schnittholz für die eigene Weiterverarbeitung, also das heißt Rohware für die BSH-Produktion, Rohware für die KVH-Produktion sowie Hobelrohware für unsere eigene Weiterverarbeitung. Der Einkauf, die Produktion und der Verkauf in einem System sind. Jeder kann nachschauen, jeder sieht, was passiert. Ja. Wir müssen jetzt nicht mehr im Schnittholzeinkauf eine eigene Bestellung auslösen, sondern wir sind jetzt da im System selber. Jeder kann da relativ schnell zugreifen und sieht, was der andere schon gemacht hat oder nicht gemacht hat. Wir haben unser Warenwirtschaftssystem, das TICAM, geliefert. Das Warenwirtschaftssystem TICAM ist eine ERP-Software, was die Prozesse in der Holzindustrie vom Wald, vom Rundholz bis zum fertigen Produkt einmal durchgängig begleitet. Wir beginnen bei den Vorverträgen. Die Vorverträge sind die Rahmenbedingungen, die das Sägewerk mit dem Lieferanten trifft, wo die Mengen und die Preise für einen bestimmten Zeitraum definiert werden. Die Vorvertragsmengenplanung ist dann auch gleich die Basis für die sogenannte Anfuhrplanung. Und in der Anfuhrplanung erfolgt dann die Detailplanung, wo dann pro Kalenderwoche, pro Dienstleister und pro Vorvertrag die Zufuhr automatisch geplant wird. Aus dem Timbertech können wir eben ableiten, was man alles benötigt an Rohmaterialien. Wird ein LKW am Werk dann eintreffen und ankommen, wird die sogenannte Vorfassung durchgeführt. Mit der Vorfassung meldet sich der LKW-Fahrer am Werk an und meldet die Ladung als zur Sortierung bereitstehend am Rundholzplatz auch direkt an. Nachdem der LKW erfasst worden ist oder die Stämme alle sortiert worden sind, kann man ins Formular Stämme zuordnen. Das Formular gibt uns dann die Übersicht über die einzelnen Lieferungen, wobei dann man für jede Lieferung oder für jede Ladung die einzelnen Stämme sieht, die Durchmesser, Qualitäten und alle zusätzlichen Informationen. Nachdem die Stämme sortiert wurden und auch ins System importiert wurden, sieht man im Formular Poltermengen immer den aktuellen Stand, wie viel Holz aktuell am Platz liegt und in welchem Polter das Holz mit drin ist. Zusätzlich werden dann auch angezeigt, was sind zum Beispiel die Durchschnittspreise, wie ist die Zopfverteilung und wie ist die Längenverteilung. Also speziell aus den Aufträgen, aus dieser Zusammensetzung ergibt sich aus der Arbeitsvorbereitung, welche Materialien benötigt werden. Daraus abgeleitet wiederum weiß man wieder, welche Schnittholzsortimente man braucht und daraus wieder abgeleitet aus dem Rundholz, das da ist, überlegt man sich, wie man den Einschnitt wählt, um das richtige Schnittholz rechtzeitig einzuschneiden. Ja. In der Schnittbildkalkulation werden dann die Daten von den einzelnen Stämmen wieder verwendet und für die Berechnung des optimalen Schnittbilds herangezogen. Das System optimiert dann automatisch für bestimmte Hauptware die passenden Seitenwarenprodukte mit dazu. Diese Schnittbildkalkulation dient dann auch immer als sogenannte Vorkalkulation. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, verschiedene Schnittbilder für verschiedene Einschnitte zu planen und sich die entsprechenden Deckungsbeiträge auch anzeigen zu lassen. Ist man mit einem Schnittbild dann einverstanden, geht es weiter in die sogenannten Produktionsaufträge. Die Produktionsaufträge sind dann die tatsächliche Planmengen für einen bestimmten Einschnitt. Der Produktionsauftrag besteht dann aus Informationen zum welches Holz Sie verwenden, also Rundholzdaten. Man sieht die Daten zum Schnittbild, welche Hauptwaren und welche Seitenwaren
und es wird dann zusätzlich noch angezeigt, welche Bretter am Ende dabei produziert werden sollen mit den möglichen Längen. Wenn der Einschnitt dann läuft und die Sortierung beginnt, dann werden im System automatisch die Paketscheine erzeugt. Dazu nutzt der Benutzer das Formular Pakete erzeugen, wo wir die Daten direkt von der Anlage kriegen und dann den Etikettendruck auslösen und ein Paket im Lagerbestand zubuchen. Der Schnittholz wird dann bei uns in Summerau zwischengelagert und entweder direkt bei uns am Standort getrocknet oder bei der BSH-Produktion in Tragwein. Die Pakete sind direkt optimiert für die Lkw-Ausladung und auch für die weitere Produktion, dass es störungsfrei in Tragwein verarbeitet werden kann. Und wir verwenden dann letztendlich vom Auftrag über das Bestellwesen, über den Lieferschein, über die Rechnung, über Versandpapiere, geht das alles über das Timbertech raus. Und wir verwenden weiter die Daten dabei, gewonnenen Daten, und verdichten diese wiederum weiter in unserer Finanzbuchhaltung und auch im Controlling dann weiter, damit man dann auch betriebswirtschaftliche Auswertungen bekommt. Die Fehler werden natürlich schonungslos weitergetragen und es ist nicht wieder eine Stelle da, der was nachschaut, ob es das geben kann. Ja. Wenn es irgendwo ein Komma verwechselt wird, ja, und einer bestellt statt 100 Kubikmeter, 1000 Kubikmeter, dann hast du das natürlich gleich umfassend drinnen. Mein persönlicher Eindruck ist ein guter und ich arbeite gern damit, und das, was halt noch fehlt, das werden wir dann auch noch nachbringen, hoffentlich. Wir sind mit der Softwarelösung von Timbertech sehr zufrieden. Es bildet den kompletten Prozess ab, optimiert unseren Prozess und bei Fragen sind Sie immer an unserer Seite und ansprechbar. Wenn die ERP-Lösung von vorn bis hinten alles abdeckt, ja, dann muss das funktionieren. Das hilft ja nicht. Ja.